Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von nicht von Final Fantasy, sondern von Sherlock Holmes We Are Back zu meinem kleinen neuen Projekt. Jo, in der letzten Folge sind wir zum Bücherladen gegangen, um Mr. Barnes zu besuchen, der wahrscheinlich oder vielleicht in einen Komplott verwickelt ist. Und zwar haben wir letzt irgendwie irgendwelche verwelkte Blumen gesehen. Ich weiß aber nicht, was uns diese Blume sagen soll. Aber... Boah. Ich glaube zum Blumenladen. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Ah! Oh! Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Da oben. Die schöne alles. Ja. Jetzt Ausschau oder nachdenken. Mir fällt direkt ein Trauer, schön gedenken an ihr. Hast du einen Stoff? Als sie nach irgendetwas von der Straße ausschaltet, vielleicht wartet sie auf jemanden, worauf ihre Schminke oder ihre ganze Kleidung hindeuten möchte. Aufgründig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Wer ist das jetzt? Ach, das ist die Schminke und ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht aus Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind... Sie muss ja schon gewechselt haben, wie ihrem Verkaufsstand kam. Also kann man die ganze extravagante Kleidung zu überspielen. Es liegt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedanken an ihren verstorbenen Ehemann. Jeder Blick in die Ferne offenbart aber eine Metall, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann steht. Falls sie nicht mehr zum Schluss kommt, dass Mr. Flemming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. Das ist etwas schwierig. Die Sache ist halt, was ich mich halt frage ist, warum sollte sie, wenn sie trauert, halt teure Kleidung tragen?
weil sie schon etwas gruselig aus mit ihrem Blick, muss ich schon sagen. Ihre Stelle offenbart ihre emotionale Bindung, die immer noch zu dem Verstoffen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass wir nach wie vor in der tragischen Verlust hadert. Traurigen Gedanken an ihren verstorbenen Ehemann. Ja, das gehe ich ja auch von aus. Aber sie sieht mir auch nicht aus, als würde sie weinen oder so. Kräfte aus Zauberstoffen, nicht für ihr Alter, ihre Stiefel. Muss ich schnell gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Ja. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne, einfach vermuten lässt, dass sie nach irgendwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden? Was ist hier denn anders? Hier steht die Blicke auf Matt emotionale Bindung, die immer noch ihren Die Sache ist halt, warum sollte sie in die Ferne schauen, wenn sie ihrem Mann noch, wie soll ich sagen, warum sollte sie in die Ferne schauen, wenn sie ihrem Mann, keine Ahnung. Ich habe sowas auch, keine Ahnung. Aber sollte man nicht eher, wenn man so Trauer ist, guckt man da nicht eher so nach unten oder so? Das ist halt mein Problem. Mr. Flemming hat ihren Mann offenkundig geliebt. Ja, das versucht aber nach vorne zu schauen. Ja, das Leben geht halt weiter, ne? Das ist halt. Ich würde es sofort nach vorne nehmen. Da bin ich ehrlich. Aber versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Womöglich hat sie so jemand nicht Aufmerksamkeit zu erregen. Oder einfach nur um ihre Selbstständigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja, das ist halt durch die Ferne. Halt Ausschau oder nachdenklich. Ja, wenn man nach vorne, wenn man halt so nachdenkt und halt sozusagen jetzt mal, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt nachdenkt und sagt, man zum Beispiel weg ist oder so, ja, dann guckt man nach vorne. Wenn man halt mal jetzt mal so geistig woanders ist oder so. Jetzt nicht, was sagt geistig woanders halt. Wenn man nachdenkt oder so, ist man, kriegt man manchmal nicht mit, was man überhaupt um sich vorgeht, sag ich jetzt mal. Aber sieht mir jetzt auch nicht so aus, als würde sie jetzt irgendwie traurig sein oder keine Ahnung, ob sie jetzt. Ich will ja sagen, dass sie nach vorne schaut. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ich nehme das jetzt einfach mal. Aber. Mrs. Flemming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean?
I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I Aha. go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. 5 Hinweise aktualisiert. Mr. Flemming sagte, sie wisse nicht, wie der Kaktus auf ihren Verstauung gekommen sei. Er hatte plötzlich dort gestanden, als sie aus ihrer Pause zurückkam. Das ist ja... ähm... Mr. Barnes? We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Nee. Ein Buch wäre wohl mehr. Oh. Alter. Okay, die beiden sind schon mal richtig. Ja. Ja, das hätte ich schon fast gedacht. Mr. Barnes hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit von Blumenverkäuferin Mrs. Flemming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Flemming anonym einen Kaktus geschenkt.
den er aus seinem Katalog aus seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf dem Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221b fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Flemming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Flemming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Flemming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. The Strand, 8. Dezember 1882. Salpeter-Explosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurde die Anwohner des Londoner Hafen durch läutige Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsblatt Moskwa hatte zum frühen Abend auf seine Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu den mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußert sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangt Salpeter in den Fluss, doch da das Ort der Geschehen nach wie vor welträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Flemming. So.
Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Danke, Mr. Barnes. Alter. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ja. Das tun wir aber in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, We Awakened. Schaltet ein.